Hallo und willkommen. Falls du das erste Mal da bist, schön, dass du hier bist. Falls du mich durch andere Videos schon kennengelernt hast, schön, dass du wiedergekommen bist. Um was es heute geht, möchte ich dir gerne erklären. Wir widmen uns heute einem Thema, das jeden Menschen betrifft und zugleich oft übersehen wird. Eines der wichtigsten Themen überhaupt, wer wir sind, jenseits unserer Vergangenheit, unserer Rolle und der Geschichte, die über uns erzählt wird. Wie viel von dem, was wir Identität nennen, ist tatsächlich lebendig und wie viel davon sind wir? Wie viel davon ist nur Erinnerung und Gewohnheit und gesellschaftlich uns zugeschrieben? Wenn wir ehrlich sind, begegnen wir der Welt selten unmittelbar. Wir begegnen ihr meistens durch Filter, Erfahrungen, Erwartungen, Sprachen, Kategorien, Vergleiche, durch Bilder, die andere von uns aus der Vergangenheit in sich tragen. Doch das Leben geschieht eben nicht in der Vergangenheit. Es geschieht im Jetzt. Abschnitt 1. Wer du wirklich bist. Der spirituelle Lehrer Osho sagte sinngemäß: Ich habe keine Biografie. Was bedeutet es schon, an welchem Ort ich geboren wurde und in welchem Land? Das Entscheidende ist, was ich jetzt bin, hier, in diesem Moment. Das ist ein Gedanke, der zunächst radikal wirken mag. Denn nahezu jede Gesellschaft baut Identität auf, Vergangenheit auf. Wir definieren Menschen über ihre Herkunft, ihre Nation, ihre Familie, ihren Beruf, ihren Besitz, ihre Beziehungen, ihren Ruf, ihre Geschichte. Wir fragen, woher kommst du? Wir fragen, was machst du beruflich? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Was hast du gelernt? Was hast du früher gemacht? Doch, wie selten fragen wir, wer bist du heute? Das ist bemerkenswert, oder? Denn das Leben verändert sich doch fortlaufend. Ein Mensch, der vor 10 Jahren Angst hatte, kann heute mutig sein. Ein Mensch, der früher angepasst war, kann heute frei denken. Ein Mensch, der früher laut war, kann heute still geworden sein. Ein Mensch, der sich einst verloren fühlte, kann heute klar sehen. Und dennoch halten wir andere, teilweise auch uns selbst, oft an alten Bildern fest. Wenn jemand wegzieht, sich entwickelt und Jahre oder Jahrzehnte später zurückkehrt, entsteht oft Irritation. Doch warum? Weil nicht der Mensch irritiert, sondern die Veränderung des gespeicherten Bildes. Das alte mentale Modell passt nicht mehr in die Gegenwart. Doch war das alte Bild je die Wahrheit oder auch nur eine Momentaufnahme? Wir kennen diese Dynamik auch aus dem eigenen Leben. Vielleicht mochtest du als Kind Kartoffeln und heute nicht mehr. Vielleicht warst du früher ein engagierter Fußballspieler und heute interessiert es dich nicht mehr. Vielleicht hattest du bestimmte politische Ansichten und heute andere. Vielleicht warst du schüchtern und heute offen. Vielleicht warst du angepasst und heute total unabhängig. Also stellt sich die Frage, wenn sich Vorlieben, Verhalten und Ausdruck verändern, was genau meinen wir dann mit einer Persönlichkeit? Ist Persönlichkeit etwas Starres? Oder ist sie eher ein fortlaufender Prozess? Weniger etwas, das in Stein gemeißelt ist und vielleicht mehr etwas, das einem Fluss gleichkommt. Vielleicht werden wir nicht dadurch begrenzt, was wir sind, sondern dadurch, worauf wir uns selbst und von anderen reduziert werden. Abschnitt 2. Die Falle der Vergangenheit. Viele Menschen begegnen uns nicht so, wie wir heute sind. Sie begegnen uns so, wie sie uns in Erinnerung haben. Und Erinnerung ist keine objektive Wahrheit. Jeder Mensch trägt eine andere Version von uns in sich. Der eine kennt uns humorvoll, der andere als verschlossen, der nächste als verletzlich, ein anderer als stark. Denn jeder hat nur einen Ausschnitt von uns erlebt. Niemals das gesamte Bild. Und doch entsteht aus diesem Abschnitt ein festes Urteil für jeden. So werden Menschen in Schubladen gelegt. Der Ruhige,
die Schwierige, der Sportliche, die Schöne, der Erfolgreiche, die Unsichere, der Rebell, die Vernünftige. Diese Etiketten wirken harmlos, doch sie begrenzen unsere Entwicklung. Denn wenn wir in eine Rolle gedrückt werden, muss Kraft aufgewandt werden, um aus dieser herauszutreten und andere davon zu überzeugen. Man kennt jemanden als still, also bleibt er im Denken der anderen immer still. Der Fußballer von früher wird immer der Fußballer bleiben. Man kennt jemanden als problematisch, also interpretiert man ihn heute auch noch vielleicht etwas problematisch. So entsteht psychologisch gesehen ein Gefängnis. Nicht aus Mauern, sondern aus Erinnerungen. Der Philosoph Alan Watts beschreibt dieses Prinzip sinngemäß so: Wenn ein Kind nach Hause kommt und sich plötzlich anders verhält als gewohnt, sagen die Eltern oft: Was machst du da? Das bist doch nicht du. Du verhältst dich wie Peter oder Paula. Vielleicht sagen sie auch: Du bist heute aber komisch. Seit wann bist du so? Warum redest du plötzlich so? Das passt nicht zu dir. Doch was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, Kinder lernen früh, dass Veränderung Irritation im Umfeld auslösen kann. Sie lernen, dass Wiederholung belohnt wird. Vorhersehbarkeit erzeugt ein sicheres Bild von uns. Rollen werden bestätigt und Entwicklung kann Widerstand erzeugen. Darum bleiben viele Menschen lieber in ihrem bekannten Muster. Nicht, weil diese Muster wahr sind, sondern weil sie sozial akzeptiert sind. Doch wer wachsen will, muss aushalten, dass andere sagen: So kenne ich dich gar nicht. Genau das könnte ein Zeichen einer Entwicklung sein. Abschnitt 3. Persona statt Lebendigkeit. Wenn Menschen uns immer wieder über die vergangenen Bilder in ihnen identifizieren und begegnen, entsteht mit der Zeit etwas, das wir für unser Selbst tatsächlich halten. Diese Rolle, diese Maske, diese sozial geformte Identität. Der Psychologe Carl Gustav Jung nannte dies Persona. Die Persona ist das Gesicht, das wir der Welt zeigen. Sie hilft uns in sozialen Räumen, uns zu bewegen. Sie ist nicht grundsätzlich negativ. Jeder Mensch braucht eine gewisse Rolle. Beruf, Familie, Freundschaft, Verantwortungen, gesellschaftliche Strukturen. Problematisch wird es erst dann, wenn wir glauben, diese Rolle seien wir wirklich. Dann sagt jemand: Ich bin eben vernünftig, ich bin eben schwierig, ich bin eben erfolgreich, ich bin eben der Introvertierte, ich bin so und so. Doch dies Ich bin ist oft nur ein geformtes Narrativ, denn in Wahrheit sind Menschen vielschichtig. Ein stiller Mensch kann tiefe Leidenschaft in sich tragen. Ein extrovertierter Mensch kann innerlich erschöpft und verbraucht sein. Viele Menschen leben nicht als lebendiges Wesen, sondern als Verhalten ihrer alten Rolle. Sie verteidigen das Bild, das sie längst nicht mehr wirklich sind und es ihnen auch nicht mehr gerecht werden kann. Und das kostet Kraft. Denn nichts in uns will auf Dauer in dieser Maske bleiben. Das Lebendige drängt immer zur Bewegung. Vielleicht ist Freiheit nicht, jemand Neues zu werden. Vielleicht ist Freiheit, aufzuhören, nur das Alte darzustellen. Abschnitt 4. Warum unser Verstand so arbeitet. Warum halten wir überhaupt so stark an festen Bildern fest? Weil der menschliche Verstand auf Reduktion angewiesen ist. Die Wirklichkeit ist unfassbar komplex. Jede Sekunde verändert sich. Lichtverhältnisse, Geräusche, Temperaturen, Gedanken, Emotionen, Beziehungen, jegliche äußere Bedingung. Würden wir alles gleichzeitig bewusst wahrnehmen, wären wir schnell überfordert. Darum filtert das Gehirn. Es vereinfacht. Es sagt: Das ist ein Baum, das ist der Nachbar, das ist mein Alltag, das ist mein Partner und das bin ich. Diese Vereinfachung ist biologisch sinnvoll. Sie spart Energie, sie erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und sie schafft Orientierung. Doch dieselbe Fähigkeit erzeugt auch Illusion, denn praktische Kategorien werden scheinbar zur Wahrheit. Abschnitt 5. Die Natur zeigt uns die Wahrheit.
Die Natur erinnert uns ständig daran, dass Wandel ein Grundprinzip des Lebens ist. Das Meer sieht niemals gleich aus. Eine Welle gleicht der anderen und kein Sturm bewegt das Meer gleich. Kein Licht fällt zweimal auf den gleichen Ort des Meeres und dennoch sagen wir, das ist das Meer, als wäre es ein festes Objekt. Ein Baum verändert sich ununterbrochen. Zellen erneuern sich, Blätter wachsen und fallen. Feuchtigkeit verändert die Struktur, Jahrzehnte formen das Erscheinungsbild. Du siehst nie denselben Baum zweimal, auch wenn du denselben Ort aufsuchst. Ein Bach fließt, eine Wolke zieht vorbei, eine Frucht reift und vergeht. Die Natur kämpft nicht gegen Veränderung. Nur der Mensch versucht oft Stabilität gegen das Leben durchzusetzen. Vielleicht empfinden viele Menschen Natur deshalb als beruhigend, weil sie dort erkennen können, wie sie in sich selbst sind, ständig in Bewegung, und nichts muss sich dafür rechtfertigen. Abschnitt 6. Der Fluss des Lebens. Der berühmte Satz, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, wird traditionell vom Philosophen Heraklit abgeleitet oder zugeschrieben. Dieser Satz ist weit mehr als ein poetischer Gedanke. Er beschreibt eine Grundstruktur der Existenz. Wenn du erneut in den Fluss steigst, ist das Wasser längst weitergezogen, selbst Sekunden danach. Die Temperatur ist anders, die Strömung ist anders, die Umgebung ist anders. Doch, noch wichtiger, auch du bist anders. Du trägst neue Gedanken in dir, neue Erinnerungen, neue Zellen, neue Stimmung, neue Perspektive, neue Eindrücke. Selbst innerhalb weniger Minuten oder Sekunden verändert sich dein Bewusstsein. Darum ist Wiederholung nie identisch. Wir erleben nur ähnliche Muster. Oder hast du schon mal einen Apfel probiert, der genauso wie der zuvor geschmeckt hat? Das hat Konsequenzen, denn wenn nichts exakt gleich bleibt, ist Kontrolle begrenzt. Wenn nichts exakt gleich bleibt, ist Offenheit intelligenter als Starrheit. Und wenn nichts exakt gleich bleibt, ist Präsenz wertvoller als Festhalten. Der Fluss fragt nicht, ob wir bereit sind. Er fließt trotzdem. Die Frage ist nur, fließen wir bewusst mit oder leiden wir am Widerstand? Schlussgedanke. Wenn wir die bisherigen Kapitel miteinander betrachten, zeigt sich ein roter Faden. Der Mensch leidet oft nicht am Leben selbst, sondern an den falschen Vorstellungen über das Leben. Wir leiden darunter, uns über Vergangenes zu definieren, andere auf alte Bilder zu reduzieren, Rollen mit Wahrheit zu verwechseln, mentale Konstruktion für Realität zu halten, Wandel als Bedrohung zu interpretieren und Festigkeit dort zu suchen, wo das Leben aus Bewegung besteht. Wir versuchen häufig, ein fließendes Dasein in eine starre Form zu pressen, doch dadurch entsteht Spannung. Denn das Leben ist kein Objekt, es ist ein Prozess. Kein Mensch ist seine Geschichte, kein Moment ist Wiederholung. Keine Begegnung ist exakt dieselbe und das Leben selbst ist ständig im Fluss. Wie wäre es also richtig zu leben? Vielleicht so. Nicht dich ständig zu fragen, wer du einmal warst, sondern wer du heute bist. Nicht andere an ihrer Vergangenheit zu messen, sondern ihnen Raum für die Gegenwart zu geben und nicht Veränderung zu bekämpfen, sondern sie als natürlichen Ausdruck des Lebens zu verstehen. Nicht an Rollen festzuhalten, sondern authentisch zu werden in jeder Rolle. Nicht Sicherheit im Starren zu suchen, sondern innere Ruhe mitten im Wandel zu entwickeln. Das bedeutet nicht planlos zu leben, es bedeutet beweglich zu leben. Mit Klarheit, aber ohne Verhärtung. Mit Verantwortung, aber ohne Identitätsgefängnis. Mit Tiefe, aber ohne unnötige Schwere. Vielleicht ist ein gelungenes Leben nicht das perfekte, das kontrollierte Leben, sondern vielleicht ist es das Leben, das bewusst im Fluss gelebt wird, ohne sich selbst darin zu verlieren. Und vielleicht liegt die Wahrheit genau dort, im Mut, jedem Moment neu zu begegnen. Schön, dass du wieder da warst. Falls dir dieses Video gefallen hat, schau dich gerne bei mir um. Bin mir sicher, es finden sich noch einige mehr, die dich begeistern. Und schön, dass es dich gibt.